auch mit ein bisschen Feedback dann wahrscheinlich. Wir werden es natürlich so gut vorbereiten, wie wir können. Aber wir müssen natürlich sehen, wo ihr dann am Ende vielleicht ein bisschen am Struggeln seid und da dann vielleicht nochmal ein bisschen hinterherziehen. Aber dass wir da dann halt am Ende wirklich was Schönes zusammenkriegen, womit ihr dann halt auch vielleicht glücklich seid. Das ist natürlich das große Ziel. Und ich habe gerade gelesen, wir dürfen den Bauer dieser Map begrüßen. Er ist nämlich im Chat. Janis schreibt, hey, danke fürs Zeigen meiner Map. Ja, die Map habe ich komplett selbst erstellt. Großen Respekt, Janis. Wirklich tolle Arbeit geleistet. Habe auch gesehen, hat bei Steam eine sehr gute Bewertung. Gerne mehr von dir. Ja, vielleicht wirklich. hast du noch andere Städte, wo du sagst, Mensch, hätte ich gern, möchte ich gern. Weiter kam dann noch die Frage von Wobim99, hi, ging es schon um die Fahrphysik? Nein, noch nicht. Wir sind im Moment noch bei den Maps beschäftigt, aktuell in Heinsberg unterwegs und wir wechseln dann nochmal rüber zu Kasachstan. Wow. Der Busch hier, der hat aber ganz schön Gewicht. Ja, also ich persönlich, für mich ist das ohne die automatische Zentrierung dann doch ein bisschen schöner. Nur mein persönlicher Geschmack. Der Big Bahamut, schönen guten Tag, schreibt zum ersten Mal bei uns im Chat, hallo zusammen, ich finde, dass das Lenkrad einfach zu krass mit einem Lenkrad ist, aber versucht mit der Kurveneinstellung das zu verbessern. Hallo. Aber leider fehlt mir das Lenkgefühl eines realen Linienbusses. Ich glaube, da bist du nicht allein auf dieser Welt. Wer hat schon einen Vergleich, mal wirklich einen realistischen Bus zu fahren, außer die es natürlich gelernt haben. Ich bin auch nur ein reiner Autofahrer, habe auch keine Vorstellung davon, wie sich das anfühlt, wenn man da noch 20 Meter Hintern dran hat als Fahrer. Also jetzt, ich bin viel schon Dashboard gefahren. Es macht Spaß. Ich finde es auch vergleichswertig für mich als Autofahrer. Das passt gut. Aber ich nehme auch ganz oft Laternen mit, wenn ich um die Kurve fahre. Aber wo du gerade Dashboard sagst, das ist natürlich ein komplett anderes Fahrgefühl, wenn man da in unserem Dashboard quasi drin sitzt und dann mit dem großen Lenkrad und alles. Da kannst du gar nicht so um die Kurven heizen, wie wir das hier dann mit der Tastatur und Maus und Controller können. Das ist ein ganz anderes Fahren. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Challenge, würde ich sagen, das halt so nachzuempfinden, dass es dann am Ende auch für Controller und für Tastatur und für das Lenkrad, was man so zu Hause stehen hat, dann passt. Ne? Das sieht aber schon sehr gut aus, was du da machst. Danke. Brother Louis fragt auch nochmal, wird Halligon dann auch den Mercedes Carver City als DLC rausbringen können? Kannst du uns das beantworten? Ich könnte dazu jetzt was sagen. Ja, also theoretisch können sie, aber Halligon muss quasi auch aufs Busmodding warten. Die haben im Prinzip auch nur den Modding-Editor. Und die haben halt noch nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt gerade haben. Aber nichts ist unmöglich. Natürlich. Bo schreibt nochmal, tolles Fahren im realen Leben. Ah, er scheint ein Busfahrer zu sein, demnach. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Flammherz schreibt auch, OMSI hat das bisher am besten gemacht. Ja, ich weiß, das ist immer eure Referenz zu OMSI. Aber wir wollen ja auch nicht nur nachmachen. Richtig, wir wollen ja nicht OMSI kopieren. Genau, wir wollen ja durchaus was Eigenes machen und das dann vielleicht auch mit eurer Hilfe so machen, dass es für euch schön ist. Da wollen wir hin und darum geht es nachher auch so ein kleines bisschen. Ja. Und Bo schreibt, er ist bei der BVG tätig. Nützt uns das was, Chef, von der Couch? Können wir Bo dazu animieren, uns Sounds zu liefern von den Bussen? Lieber Bo, hast du die Möglichkeit? Können wir mit irgendjemandem in Kontakt treten, dass wir von den Bussen aus Berlin Soundaufnahmen bekommen? Jetzt bist du aber ganz schön flott unterwegs, was ich so sehe, oder? Hier so naht. Wird ausgenutzt. Ich sehe gar nicht, wie schnell du fährst. 60, 65. Oh, dafür wirkt das aber doch ganz schön schnell. Oh, Kurve nicht gesehen.
Ja, erwischt. Und nicht mal geblinkt hier. Eieiei. Tickets zahlt die Firma, ne? Das ist schon immer so gewesen. Gut. Also jetzt hier so ein bisschen vorstädtisch, würde ich sagen. So ein Neubaugebiet vielleicht, ne? Kuckucksmarkt. Brother Louis fragt noch, werdet ihr eigentlich die BVG-Lizenz wieder zurückbringen? Aerosoft wurde darauf angesetzt, wir arbeiten dran, aber wir haben noch final kein Ergebnis, ob wir sie zurückbekommen oder nicht. Aber ist alles in Arbeit. Banana Food gibt uns noch eine Empfehlung. Wir könnten uns ja mit den Fahrzeugentwicklern der Community Kontakt suchen. Er gibt hier auch, ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, Grizzly KJ, sagt ihr das irgendwas? Und so ein paar Namen habe ich schon mal gehört, ja. Die Frage ist, ob sie mit uns überhaupt zusammenarbeiten wollen. Das ist ja das Nächste. Oder wie mit denen. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Zudem wäre die Zusammenarbeit mit Verkehrsbetrieben oder direkt mit Fahrzeugherstellern sinnvoll. Das haben wir auch tatsächlich in die Wege geleitet. Ich habe mittlerweile mehrere Verkehrsbetriebe angeschrieben. Aber wie das eben so ist mit öffentlichen Stellen, du darfst das mal 3 Wochen lang darauf warten, bis da eine Antwort einkehrt. Abgesehen von einer Verkehrs-AG-Gesellschaft, die haben mir schon gleich nach 24 Stunden geantwortet. Fand ich sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall schon mal 2 Busse in petto, wo wir dann demnächst den Sound updaten können, weil wir es dann einfach real haben. Na, einer war dabei, der ist noch nicht im Spiel. Aber der kommt. Oh, Der du kommt. hast schon mal gespoilert. Es gibt einen neuen Bus. Du hast gespoilert mit den 2 Bussen. Ich habe nur gesagt 2 Busse. Ich habe nicht gesagt welcher. Ja. Also sehr hübsche Gegend hier. Gefällt mir. Nächste Haltestelle. Kaltbad. So, an der nächsten Haltestelle würde ich dann mal auf den Controller wechseln. Da gab es nämlich auch noch ein paar Fragen zu. Ihr könnt euch da eine ganze Menge einstellen. Ich habe von einigen Leuten gelesen, dass halt vielleicht die Lenkung zum Beispiel auf dem Controller zu schnell ist. Oder das Gas und die Bremse vielleicht ein bisschen zu stark reagiert. Und das können wir uns gleich angucken. So, kommt hier noch einer? Nee. Ich muss sagen, der Chat, der rast ja hier wieder durch. Ich versuche mal nebenbei, dir noch hin und wieder eine Frage zu stellen. Ja, ich kann da leider nicht noch mit drauf gucken. Das ist dann... Nein, alles gut. Azeno fragt, ist das bei euch auch so? Kann natürlich auch sein, er meint einfach nicht nur die Community, aber vielleicht kannst du auch was dazu sagen, dass wenn man zum Beispiel 80 fährt, man nicht gerade fahren kann, sondern immer zur Seite fährt automatisch? Also das habe ich so jetzt noch nicht festgestellt. Hast du da irgendwie eine gewisse Referenz, wo man mal hingucken könnte oder so? Nächste Haltestelle. Kaltbad. Im Moment kam noch keine Antwort dazu, aber vielleicht tippt er ja auch gerade. Man sieht es ja nicht, wenn hier einer schreibt. Es knallt immer nur rein. Na, er steht hier jetzt richtig gut, ne? Das Problem. Sehr gut. Simblay fragt, ob wir das Game etwas leiser machen könnten. Ja, kriegen wir hin. Ist das besser? Simplay, schreib einfach mal ganz kurz, ob das jetzt für dich besser ist oder nicht. Außenansicht fahren ist manchmal nicht so einfach. Sky the Real One fragt noch, warum rutscht der Chat immer hoch? Mensch, wie werden eigentlich die Bus-DLCs aussehen? Wird man dann Linien oder Stadtteile von Berlin erwerben können?
Wir denken im Moment noch nicht wirklich an DLCs. Das ist halt im Early Access, zumindest so vom First-Party-Developer, glaube ich, eher nicht so gerne gesehen bei euch dann auch. Also wenn wir jetzt quasi schon alles in DLCs denken würden, ja, wir wollen jetzt erstmal das Hauptspiel quasi auf den Stand bringen, wo man wirklich eine release-fertige Version anbieten kann, wo halt wirklich die Features drin sind, die wir euch seit Jahren versprochen haben und wo wir jetzt auch aktuell stark dran arbeiten, und danach denken wir dann vielleicht mal über DLCs nachher. Simplay schreibt auch, ja, jetzt ist es besser mit dem Ton. Markus schreibt auch nochmal, also ich muss mal sagen, ich bin ja eher der Gelegenheitsspieler und vom Programmieren habe ich überhaupt keine Ahnung, aber mir gefällt die Map sehr gut und ich würde sie auch spielen. Gute Arbeit, das ging an dich, Janis, das Lob. Mhm. Auf jeden Fall, hast du wirklich super gemacht. Könntest bei uns anfangen. Brother Louis, für deinen Hinweis mit den kleineren Betrieben gerne uns als E-Mail mal schicken an info@tmlstudios.de, was dir da so vorschwebt, welche Betriebe wir da mal anschreiben könnten, zwecks der Bus-Sounds. Simple schreibt noch, die Baustelle war etwas laut. Was fällt denen auch ein zu bauen, wenn ihr da durchfahrt? So, ich würde mal ganz kurz in das Einstellungsmenü gehen, um mal die Möglichkeiten zu zeigen, die ihr habt. Und zwar habt ihr, wenn ihr zum Beispiel mit dem Controller unterwegs seid oder mit dem Lenkrad und so weiter und so fort, habt ihr hier neben den einzelnen Einstellungen, zum Beispiel fürs Beschleunigen, dann seht ihr jetzt quasi, wie der blaue Kasten, wenn ich beschleunige, sich mit dem Balken grün füllt. Ja? Und wenn das halt so zu dem zusammenpasst, wie ihr gerade beschleunigen wollt, dann ist die Achse ganz gut eingestellt. Wenn das nicht zusammenpasst, könnt ihr hier nochmal in den Einstellungen quasi einen Kurven-Value eintragen und ändern und eine Fade-Time. Und die Fade-Time ist quasi, wie schnell der Bus auf eure Eingabe am Pedal oder am Trigger quasi reagiert. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen hochdrehen, dann sollte der langsamer reagieren. Und ja, tut er auch. Ja, also ich drücke quasi durch und dann dauert das einfach länger, bis das Signal eintrifft. Und dasselbe können wir dann auch mit der Lenkung machen. Und da seht ihr dann auch, nach rechts, nach links gelenkt, füllen sich dann die Balken. Und so könnt ihr quasi eure ganze Steuerung nochmal ein bisschen anpassen. Das geht natürlich nur für Achsen, also keine Tasten direkt. Für Tastendrücke haben wir, glaube ich, kein so ein System. Aber das sollte das Ganze eigentlich erstmal schön smooth machen. Nächste Haltestelle. Rad anholen. Ich würde aber sagen, Timo, dass du vielleicht jetzt, weil es ist tatsächlich schon 25 Minuten ist jetzt schon wieder so rum, dass du mal auf die andere Map kurz umschaltest, dass wir die nochmal 10 Minuten zeigen könnten und dann zu unserem schönen Hauptthema kommen, der Fahrphysik, wo natürlich alle ganz gebannt jetzt vorm Rechner sitzen und darauf warten, dass es losgeht. Du kannst ja mit dem Controller weiterfahren, das ist ja, denke ich, nicht das Problem. Ich glaube auch, ja. Ach so, ja. Kannst du mich mal vielleicht ganz kurz ausschalten hier? Nicht fortlaufen, liebe Leute, wir sind gleich wieder da.
Stadtlook schreibt nur, obwohl es hier um die Fahrphysik gehen sollte. Ja, wir haben gesagt, es geht um die Fahrphysik und auch um das Map vorstellen. Also stand auch überall so angekündigt. Und wie gesagt, wir werden auch gleich dazu kommen. Ihr könnt natürlich auch über Discord eure Problematik schreiben. Oder bei vielen habe ich heute schon zusammengefasst, was über Instagram reinkam oder Facebook reinkam. Keine Sorge, nur weil es auf Social Media erscheint, heißt es nicht, dass es ignoriert wird. Ich habe eine Liste begonnen, wo ich schon mal alles aufgelistet habe. Es doppelt sich natürlich viel, aber umso mehr wir von euch erhalten, umso mehr haben wir natürlich auch Ansatzpunkte, wo unser Programmierer dann sich drauf stürzen kann, was dann letztendlich Priorität hat. Wir wissen selbst, dass gewisse Sachen mit der Fahrphysik nicht gut sind. Da sitzt er jetzt dran. Uns ist völlig bewusst, dass die Gelenkbusse sich doch falsch verhalten. Das ist, glaube ich, eins deiner ersten Punkte, oder? Genau, es richtig. Wird genickt, richtig? Ja, richtig. Das ist jetzt erstmal das Erste, wo er sich dran setzt, dass die Gelenkbusse das tun, was sie tun sollen. Simplay schreibt auch nochmal, ja, also bei mir, ich finde die Physik nicht schlecht. Sie ist zwar nicht komplett gut, aber auch auf gar keinen Fall scheiße. Vielen Dank, Simplay, auch mal für so ein Feedback, dass wir nicht immer nur einen Shitstorm kriegen, weil ich glaube, alles können wir doch bitte nicht an der Physik falsch gemacht haben. Es muss doch irgendwas richtig laufen. Immerhin fährt der Bus und er bleibt auf der Straße, oder? Ihr seht uns wieder. Du bist soweit. Ich darf dich wieder auf... Du darfst mich. Ich bin allerdings, glaube ich, am Depot gestartet. Was ich eigentlich... Ich zeige euch jetzt mal... Nee, wir sind an der Start. Kasachstan. Genau. Ja, fand ich einfach vom Setting her ziemlich cool, weil es halt dann einfach auch so ein bisschen... ein kleines bisschen anders aussieht als bei uns, die Region natürlich. Er hat auch, oder das Team hat auch wirklich auf die Sprache geachtet. Ich vermute mal, die kommen von da, oder? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Vermute ich jetzt auch einfach mal. Überhaupt keine Ahnung natürlich, aber... Ja, aber ich finde das cool, dass nicht nur eine deutsche Stadt nachgebaut worden ist, sondern auch wirklich mal was Auswärtiges mit integrierter Werbung, Schrift, alles, was eben dazugehört. Das ist richtig. Alleine die Ticketnamen und so weiter, das ist jetzt gleich eine Herausforderung für mich, weil ich verstehe gar nichts. Was ich aber sehr cool finde, wenn die einsteigen, wird hier auch Kasachisch gesprochen. Sagt man Kasachisch? Ja, ne? Ja. Ich würde sagen, ja. Oder ist es dann Russisch? Kasachisch, Russisch, Kasachisch. Ja, da kann ich nur was Falsches sagen, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Big Bahamut schreibt noch, die Physikansicht finde ich annehmbar. Mir missfällt eher immer die Soundprobleme, das Abhaken der Sounds. Aber hatten wir auch schon gesagt, wir sind auch da dran, weil, wie Moritz immer so schön sagt, Sound gehört auch zum Fahrgefühl irgendwo dazu. Und da muss ich ihm auch einfach recht geben. Wenn sich der Sound falsch anhört, fühlt sich wahrscheinlich auch die Physik einfach falsch an. Ja, das hat sogar eigentlich einen sehr, sehr großen Einfluss. Also Sound ist tatsächlich eine riesengroße Baustelle. Das muss man einfach mal so sagen. Das macht einen riesengroßen Unterschied, ob das zu der Geschwindigkeit passend sich anhört, ab Unebenheiten durch Geklappere hinten richtig rüberkommen und so weiter und so fort. Der Field of View spielt da richtig stark mit rein, ob die gefühlte Geschwindigkeit im Spiel richtig ankommt. Der Untertitel ist natürlich jetzt meins hier. Wo war ja? Damit du auch verstehst, dass die ein Ticket will und keine Brötchen, richtig? Ja, bin mir nicht so sicher. Vielleicht willst du auch eine Limo haben bei dir. Vielleicht. Nee, das sind keine 20, sondern eieiei, das geht natürlich voll schief hier. Aber es ist mit Euro oder was haben die da für eine Währung? Eine noch nicht ganz eingebaute, wie ich hier gerade sehe. Also die zahlen mit Euro? Nee, oder? Das ist... Nee, ach so, das sehe ich, kann ich gar nicht lesen. Ja, ich auch nicht. Ich finde es trotzdem cool. Also vorhin im Test hat es noch funktioniert. Jetzt hat der mit 500 gezahlt und ich soll dem... Wow, okay. Bei Sky, The Real One lese ich gerade noch. Ich finde Fahrphysik in Klammern ausgenommen, die Gelenkbusse mittlerweile auch in Ordnung. Vielen Dank dafür.
Also wieder so ganz schlimm schlecht kann ja nicht alles sein. Es funktioniert ja dennoch. Ja, wir wissen, es ist nicht perfekt. Muss ich dem jetzt wirklich 400 Taler hier rausgeben? Muss jetzt 400 Mal da drauf drücken? Ja, so ungefähr. Theo schreibt doch gerade, die kauft beim Busfahrer also auch immer Brötchen und eine Limo. Theo, ich fahre erst gar keinen Bus. Ich habe ein Auto. Wir müssen, glaube ich, noch ein Geldscheinfach einbauen. Ich glaube, hier für nur, große. Ja, mit nur Münzen, das wird, glaube ich, nichts. Müssen wir uns mal schlau machen hier. Genau. Können wir jetzt noch ein bisschen was zeigen? Wir können ja nebenbei trotzdem schon mal die Fragen zur Fahrphysik beantworten oder die Anmerkungen. Ja, ich versuche mich darauf, beides zu konzentrieren. Hier, kannst mal anfangen. Ich lese erstmal ganz kurz. Also Banana Food hat sich wirklich, der haut hier permanent in die Tasten und schreibt mir Riesentexte. Die muss ich mir jetzt mal ganz kurz vorher durchlesen. Ich möchte die Idee vorschlagen, die Fahrphysik nicht über starre Tabellen oder fix programmierte Abläufe zu regeln, sondern über ein formell basiertes System. Moritz hört übrigens zu, Banana Food. Der Bus berechnet Beschleunigung, Bremsen, Kurvenverhalten etc. dynamisch auf Basis physikalischer Gleichungen, in die pro Fahrzeuge Parameter wie Masse, Radstand, Getriebeübersetzung oder Schwerpunkt eingespeist werden. So wäre realistische Fahrdynamik erreichbar. Differenziert je nach Modellbeladung und Strecke. Ja, jein. Also der Großteil davon passiert schon. Ein paar Sachen passieren noch nicht korrekt, wie zum Beispiel bei den Gelenkbussen. Die haben ja die haben eine aktive Dämpfung im Gelenk drin, die halt einfach elektronisch gesteuert wird. Das zum Beispiel haben wir nicht drin. Wir haben jetzt gerade eine feste Dämpfung drin, die nicht darauf reagiert, ob ihr 80 km/h fahrt, wie weit der Lenkeinschlag ist und so weiter und so fort. Und da wird jetzt gerade dran gearbeitet und auch von Moritz wird das gerade gemacht. Das ist ein ziemlich komplexes System, diese Dämpfung, und da werden wir jetzt quasi versuchen, das bestmöglich natürlich einzubauen, aber halt auch dann so, wenn das Busmodding kommt, dass ihr das dann auch für euren Bus dann quasi einstellen könnt. Zur Fahrphysik insgesamt, was eben gerade gesagt wurde, es ist pro Bus unterschiedlich. Also es ist nichts irgendwo in irgendwelchen Tabellen für alle hinterlegt, sondern jeder Bus ist einzeln für sich. Was da jetzt alles noch so ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel Getriebe. Also dass man halt bestimmte Wandler und so weiter macht und bestimmte Kupplungen und so weiter und so fort. Da wird auch hart dran gearbeitet jetzt gerade. Das war für den Moment gut genug, ausreichend erstmal. Und das müssen wir jetzt gerade ziehen. So. Mit schöner, authentischer Werbung hier. Комбинат железобетонных изделий. Следующая остановка – Академия. Genau, dann hallo auch nochmal von meiner Seite. Vielleicht erstmal ganz kurz, was Timo gerade schon angesprochen hatte. Die Fahrphysik ist schon komplett auf tatsächlich realistischen Berechnungen basiert. Also wir arbeiten eigentlich nicht mit gehardcodeten Werten, außer halt, wenn es um tatsächlich physische Parameter für die Busse geht, die sich nicht ändern können. Das zweite, wir hatten dann jetzt auch gerade eine Frage von Risk MC.
Secondly, the buses need to feel a lot more weighted when going over stuff like potholes and various obstacles. That is something we're currently working on, that buses will react more to little changes in physicality of the road or various obstacles, and that hopefully the feedback, for one, force feedback, but also audio and the in-game feedback will react to that. So we are on that, but thanks for the feedback. Danke dir, Moritz, weil mein Englisch ist ja not the yellow from the egg. Das wissen wir alle. Deswegen ist er mal schnell für mich eingesprungen. Der Marc schreibt noch, der Untergrund, also die Fahrbahn fühlt sich immer gleich an. Ich finde, das sollte ebenfalls im Spiel so sein, dass sich unterschiedliche Belege anders anfühlen und anhören. Da sind wir auch dran. Das wissen wir natürlich, dass ein Kopfsteinpflaster sich anders anfühlt wie Asphalt oder Schlaglöcher, dass es dann immer mal so ein Pup gibt. Kopfsteinpflaster fühlt sich, wenn das Physikmaterial korrekt drauf ist, fühlt sich tatsächlich anders an. Aber ich glaube, für Asphalt haben wir aktuell nur eins. Also den Unterschied zu Kopfsteinpflaster solltest du tatsächlich schon merken. Aber Schlaglöcher nicht so. Aber ich glaube, Gullideckel habe ich gelesen. Gullideckel werden auch bemerkt, sozusagen, genau, wenn man drüber fährt. Genau, also einzelne Objekte sind schon drin. Was halt manchmal fehlt, sind wirklich Schlaglöcher. Gullideckel sind drin. Es gibt an den Füllstellen, wo zwei Asphaltdecken aneinander, ich sag mal jetzt, geschweißt sind, da sind solche Fülllinien drin und die reagieren tatsächlich auch schon. Aber die reagieren zu wenig. Und das Ganze wollen wir dann jetzt auch natürlich anpassen, dass das alles ein bisschen mehr Auswirkungen hat, aber auch Auswirkungen auf den Bus und auf den Sound hat. Also dass das ganze Gerattele und Geschüttele hinten und das Scheibengeklimpere, dass das halt mit den Unebenheiten auch einfach mal deutlicher zu der aktuellen Fahrbahnsituation passt. Also dass das halt keine in x Sekunden wiederholende Geklappere ist, sondern wirklich von diesen Unebenheiten ausgelöst wird. Und zwar komplett. Jetzt geht es ja gerade um das Bezahlsystem nochmal unter anderem. Big Mammut fragt, wenn man den Ticketverkauf über das Handy macht, fällt dort noch der Button um passend Rückgeld geben. Und das mit den Scheinen, bitte ja. Also wahrscheinlich, dass man einfach nur sagt, dass man nicht das händisch als Rückgeld gibt, sondern einfach sagt, passend zurückgeben und dann liegt der Betrag mit einmal da. So verstehe ich das, oder? Vielleicht soll ich auch mal Mikrofon anmachen. Macht Sinn, ja. Es gibt hier aber keine Taste für gib passend Geld zurück. Also, wenn wir dann schon bei Realität sind, dann sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob man das dann hier auch mit in diese Überlegung reinnimmt. Hier musst du alleine rechnen oder schalte dir halt einfach den Ticketverkauf ab. Ja, aber der Busfahrer muss ja letztendlich auch alleine rechnen. Da gibt es ja auch wahrscheinlich keine Taste, gib passend. Wie in der Kasse, wenn ich einkaufen gehe, gibt es auch keinen Knopf, gib passend zurück. Die Verkäuferinnen müssen hier auch rechnen, beziehungsweise die haben ja den Vorteil, die Kasse rechnet es für die aus, aber rausgeben müssen sie es trotzdem. Rausgeben müssen sie ja trotzdem, genau. Richtig. Genau. Also irgendwo müssen wir da auch dann so einen grünen Faden finden zusammen, was man vielleicht nicht gerne mag, aber was halt einfach dann doch der Realität entsprechen würde, wie zum Beispiel passend Rückgeld rausgeben. Ist natürlich dann auch wieder andersrum aus der Spielersicht oder eine Gameplay-Entscheidung, ob man sowas dann doch einbaut. Ich persönlich bin da nicht so der Fan von, aber... Dass der Spieler sich das quasi selber aussuchen darf. Ja, also ich fände es halt schön, wenn man so ein bisschen auch noch diese Herausforderung hat, ach, hier, komm, der kriegt 2,40 zurück oder was. Aber zu viel rausgeben funktioniert doch, glaube ich, sowieso nicht, wenn ich das mal richtig mitbekommen habe, oder? Doch, funktioniert. Ja? Wird im Moment natürlich noch nicht angezeigt, weil der Wirtschaftsteil aktuell fehlt. Aber im Prinzip kannst du rausgeben, so viel du willst. Die laufen dann halt irgendwann weg, weil sie dir dann die letzten 100 Euro dann doch noch da lassen. Aber ja, zu viel zahlen kannst du. Was wir noch nicht drin haben, was mir auch schon aufgefallen ist, dass man
zu viel gezahlt ist, vielleicht einfach wieder reinschiebt in die Kasse. Dass das vielleicht liegen bleibt. Das werden wir sicherlich auch nochmal in Angriff nehmen. Müsste ja dann theoretisch kommen, weil wenn dann der Busfahrer seine Tour beendet hat, stimmt die Kasse ja nicht am Ende. Ja, klar. No. Da gibt es dann Haue vom Chef. Das machst du wahrscheinlich der darf zweimal. dann privat draufzahlen. Genau. No. Machst du zweimal und dann, ja. Herr Simpley sagt auch noch, was cool wäre, wenn man Scheine oder Geld auch auf den Tablets sehen würde. Achso, hier, wenn man sich das Tablet nebendran stellt für die Kassensteuerung. Wahrscheinlich, ja. Ja, verstehe. Ja, ich glaube, so ein Geldfach wäre wirklich nochmal ein ganz Könnte man Ding. ja mal drüber nachdenken. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, Следующая остановка Selbstläufer. университет. Sagst du. Ja. Gut. Janis schreibt noch, Gelenkbusse sind erst auf den Landstraßen, wo 100 extrem schwammig, also der Nachläufer schiebt zu sehr. Ja, genau, das ist halt das Problem, was wir mit dieser Generaldämpfung haben. Also da ist halt, wie gesagt, so eine gewisse Dämpfungskraft drauf, die da halt immer drauf ist. Es ist völlig egal aktuell, ob du 80, 100, was auch immer fährst. Du kannst gar keine 100 fahren, aber egal. Das müssen wir halt jetzt ändern mit diesem aktiven Dämpfungssystem. Erzählen und abkassieren gleichzeitig ist echt nicht so leicht, ne? Mit dem aktiven Dämpfungssystem, dass du halt einfach bei diesen Geschwindigkeiten nicht dieses Ausbrechen und seitlich wegrutschen hast, einfach, ne? Ja. Lisa sehe ich gerade, ist auch in den Chat gekommen. Schön. Guten Tag, Lisa. Die ist ja auch immer ganz fleißig für uns unterwegs. TikTok-Kanal eröffnet, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Läuft sehr gut. Sie bringt auch immer aktuellen Content von uns, mit uns. Ja, wenn ihr was Schönes für Lisa habt, schickt ihr es einfach und sie kann das dann dort genauso hochlegen. Freue ich mich immer. Sie schreibt auch selber noch ein Feedback dazu, schreibt Federung und Druckluftsysteme wären schön. Ja, definitiv. Haben wir auf der Liste. Muss gemacht werden. Gerade auch so dieses Bus vorbereiten, genug Luftdruck in die Vorratszylinder kriegen, wenn man startet, wenn der Bus eine ganze Weile gestanden hat. Dass die ganzen Systeme dann halt auch entsprechend funktionieren. Das muss gemacht werden, definitiv, ja. Genau, Corby LP schreibt es auch ähnlich. Mir fehlt vor allem ein Druckluftsystem und die dazugehörige Niveauregulierung. Außerdem fände ich es cool, wenn sich das Abrollgeräusch der Reifen ändert in Abhängigkeit von der Fahrbahn. Hatten wir eben schon auch das Thema, das wird definitiv berücksichtigt, dass wir das mit reinnehmen. Ja. Theo zockt noch, was ist das für ein grün-blaues Licht unter dem Dashboard? Das ist unser Versuch von letztens. Wir haben nämlich die Busse nochmal komplett umgebaut. Also wir haben sie komplett zerstückhackelt, um das Lumen-Lighting hier reinzukriegen. Also was jetzt nicht mehr sein sollte, ist halt, dass die Decken so völlig überstrahlt sind, wenn die Sonne quasi von der Schräge reinkommt. Dazu mussten wir die Busse, damit das korrekt berechnet wird, komplett zerstückhackeln. Und hier vorne in der Ecke, das sollte mit dem nächsten Update allerdings gefixt sein, kommt jetzt quasi die Außenlackierung einfach durch. Also es ist wie so ein Schein nach innen, der halt quasi von außen die Farbe nochmal mitgibt, was halt quasi an dem liegt, dass halt diese Innenbeleuchtung einfach ein bisschen gedämpft wird. Und da versucht halt die Engine quasi so ein bisschen die Farben und die Helligkeiten miteinander zu kombinieren, dass halt alles so ein bisschen zueinander passt. Und hier haben wir aber irgendwo eine ganz kleine Mini-Lücke und deswegen leuchtet es da blau durch. Der Bananafood schreibt noch, danke für die ausführliche Antwort. Getriebearten in Klammern Void, ZF etc. In the Bus wäre nice, da die mit Fahrverhalten und Sounds in engerer Verbindung stehen. Freut mich sehr, dass ihr das alles auf dem Schirm habt. Ja, haben wir auf dem Schirm. Muss man sich halt wirklich hart einarbeiten in die ganze Geschichte. Da sind unsere aktuellen Getriebemodelle noch relativ einfach. Gerade so ganglimitierte Sachen wie erster, zweiter Gang als Voreinstellung. Sowas geht noch nicht wirklich.
Da müssen wir noch mal eine ganze Menge mitmachen, ja. Ich würde sagen, Timo, ich befreie dich mal von deinen Fahrkünsten. Ich würde mal auf uns, ich würde mal auf uns schalten. Vielleicht können wir die Map einfach noch mal aufgreifen. Ja. Aber Fahrphysik ist ja wirklich großes Thema für uns. Und damit wir uns mal sehen oder ihr uns seht, gibt's jetzt mal, habe ich es getroffen? Jetzt habe ich es getroffen. Die große Studiokamera, kannst auch gerne noch mal winken. No, nee. Ach, nö. Nee. Nö. Hallo. Von Brother Louis, nächste Frage. Werden die Ebusco und MAN-NLC eigentlich lizenziert sein? Das hoffen wir. Also MAN ziemlich sicher. Ebusco hoffen wir. Ist ja immer ein bisschen abhängig von den Herstellern, gell? Wir können uns noch so viel Mühe geben. Wenn die nicht wollen, wollen sie nicht. Wenn die unsere Nase nicht mögen, mögen Richtig. die unsere Nase das nicht. Ist, genauso hatte ich heute auf, ich weiß nicht, Social Media auf jeden Fall gelesen, da war eben die Frage, was sich halt für denjenigen nicht echt anfühlte, wenn sie einen Unfall bauen, dass der Bus nicht kaputt geht. Das ist bewusst so, denn das wollen die Hersteller nicht, dass die Busse zerstört werden in unseren Spielen. Und deswegen können wir das leider auch nicht machen. Da können wir wirklich tatsächlich überhaupt gar nichts machen, also überhaupt gar keine Chance. Das Einzige, was ich mir vielleicht irgendwie ansatzweise, aber wirklich nur vielleicht vorstellen könnte, ist, dass man sich mal so einen Spiegel umklappt. Also nicht abfahren, abreißen oder eine Scheibe kaputt oder was auch immer. Auf gar keinen Fall. Geht gar nicht. Aber nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil das halt einfach wirklich ein absolutes No-Go ist. Genau, da müssen wir uns halt dran halten. So ist das. Stadtlook schreibt nur, wenn das alles noch kommen sollte, zuzüglich der hydraulischen Federung der Busse, dann prophezei ich dem Bus eine goldene Zukunft. Vielen Dank, wir werden sehen. Wir sind wirklich dran. Wir können nur mit euch gemeinsam besser werden. Oft kriegt man auch gesagt, was fragt ihr uns als Community? Ihr müsst euch doch selber mal einen Kopf machen. Wir fragen euch ganz einfach als Community, weil jeder ein anderes Empfinden beim Fahren hat. Es ist halt leider so. Jeder hat auch ein anderes Empfinden von Schnelligkeit. Oder der eine sagt, die Bremse, die ist zu stark, der nächste sagt, nee, ich kann durchtreten und es passiert nichts. Deswegen fragen wir euch. Wir sammeln einfach eure Meinungen, nehmen quasi einen, ich sage jetzt mal, blöden Durchschnitt davon und machen das Beste draus. Ja, im Prinzip ja. Und vielleicht noch halt mit möglichst vielen Einstellmöglichkeiten, damit das halt wieder jeder und jede für sich dann einstellen kann. Aber wir müssen halt erstmal so, und da habt ihr natürlich völlig recht, die Grundeinstellungen, die müssen natürlich von uns kommen. Aber die Bereiche, inwieweit wir euch das öffnen können, damit ihr euch das dann selber noch zur Perfektion quasi einstellen könnt, das müssen wir euch dann zur Verfügung stellen. Dass im Prinzip jeder für sich dann sagen kann, der soll jetzt schneller bremsen, der soll jetzt... Das hängt ja, wie gesagt, auch vom Lenkrad, vom Controller, von was auch immer ab. Man kann da ja auch schon aktuell sehr viel einstellen. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Deswegen hatte ich es vorhin mal ganz kurz gezeigt, als ganz groben Überblick. Wie gesagt, der kleine Button neben der Achse dann, da könnt ihr dann nochmal eine ganze Menge einstellen. Vielleicht hilft das ja schon mal erst ein Stück weit. Ich denke schon. Ich weiß gar nicht, inwiefern die Leute da überhaupt drin rumspielen. Er ist nicht unbedingt besonders auffällig, dieser kleine Knopf. Also vielleicht müssen wir da auch nochmal ran und irgendwie so ein Drück mich und leuchtet in Rot und so weiter und so fort. Aber ja, es ist da, man kann da wirklich eine ganze Menge einstellen. Es sieht erstmal ein bisschen unübersichtlich aus. Aber ihr könnt euch da nicht wirklich was kaputt machen. Zur Not stellt ihr es halt einfach wieder auf Standard zurück und dann ist auch gut. Timo wird euch nochmal ganz kurz das Einstellungsmenü zeigen, wie ihr da hinkommt und was ihr für euch einfach nochmal einstellen könnt. Genau, und zwar hier in den Buttons. Dann geht ihr zum Beispiel auf den Controller oder euch wird hier das Lenkrad dann angezeigt. Hier rechts neben der Achse, da seht ihr dann den kleinen Button. Und die Achse links zum Beispiel, die zeigt euch den Füllbalken an. Also das ist quasi das, was ich jetzt gerade an Gaspedal drücke auf dem Controller. Oder halt auch die Bremse. Ne? Und die ist halt relativ scharf jetzt gerade. Also wenn ich die langsam drücke, dann ist der Ausschlag doch ziemlich hart gerade. Und wenn ich das dann einfach mal ändern will,
dann kann ich hier auf die Fade-Time ein bisschen was draufsetzen. Die Fade-Time ist quasi das, wie lange er vom aktuellen Value zum jetzt eingegebenen Value braucht. Und dazwischen fadet er. Und wenn ich jetzt die Bremse drücke, dann ist das deutlich langsamer und damit smoother. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch mit der Lenkung machen. So eine 2.4 fand ich für einen Controller sehr angenehm. Kann man auch bis ein bisschen höher mitgehen. Und wenn ihr dann einen Doppelklick auf so einen Wert macht, dann könnt ihr auch sogar über diese Werte gehen. Also auch eine 5 wäre möglich. Eigentlich. Hallo? Okay, will gerade nicht. Aber eigentlich kann man das überschreiben. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Natürlich. Sowas muss sein. Ich glaube, ich muss eine 5,0 eingeben. Vielleicht. Wenn ich hier die Komma-Taste finde. Nee. Okay, dann ist doch die 3 maximal. Da können wir vielleicht auch nochmal, aber 5 ist wahrscheinlich einfach ein bisschen viel. Deswegen haben wir es wahrscheinlich auf 3 gekappt. Und wenn ich jetzt halt quasi lenke und Gas und Bremse drücke, dann sieht man halt einfach, also ich drücke voll durch. Dann ist das deutlich langsamer. Ihr könntet ja bei euch einfach mal schauen in den Einstellungen, euch für euch das im Prinzip mal ein bisschen einstellen und uns mal ein Feedback geben, ob das was gebracht hat am Ende. Genau. Einfach das ist natürlich nicht das Gelbe, also nee, das ist... Doch, ist schon das Gelbe vom Ei, aber ja, vielleicht braucht der ein oder andere nochmal eine etwas höhere Einstellmöglichkeit. Dann müsst ihr uns vielleicht einfach mal Bescheid sagen und dann passen wir das an. Das klingt nach dem Plan, oder? Ja. Der Stadtlux hat auch nochmal geschrieben, auf jeden Fall mal von meiner Seite noch, vielen Dank, dass ihr so viel auf die Community hört und im Rahmen des Machbaren so viele Wünsche wie möglich umsetzt. Danke TML, wir danken dir dafür. Sowas lesen wir leider wenig. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir es dennoch lesen. Und auch Sky the Real One schreibt, um nochmal ein Lob auszusprechen, der Bus ist und wird die aktuell beste Bussimulation. Auch was die realistische Umsetzung Maps angeht, da steckt viel Liebe drin. Das stimmt allerdings. Jeder ist wirklich mit Herzblut dabei und möchte das gerne wahrscheinlich noch detaillierter machen, aber das haut euch dann, wenn es doof läuft, die Performance um die Ohren. Ja, das ist immer so ein kleines zweischneidiges Schwert. Wir müssen immer quasi auch das im Hinterkopf behalten. Also, ja, wir versuchen natürlich möglichst dann auch den Mittelweg bestmöglich zu treffen. Rodder Louis schreibt auch noch, werden die Straßenbahngleise erst mit den KI-Trams ausgetauscht, damit es realistisch aussieht und korrekt im Boden liegt? Na, ich glaube, da hatte ich letztens schon mal was zu gesagt zu den Straßenbahngleisen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es im Discord war oder woanders. Im Moment ist es halt so, dass die wirklich einfach nur draufgelegt sind. Man könnte das jetzt so anpassen, dass ihr das Straßensystem quasi dafür nutzen könnt, um die Straße an das Gleis zu verbinden. Dann halt im Mittelbereich vom Gleis nochmal ein Poli verbinden und so weiter und so fort. Dann wäre das halt zumindest plan mit der Straße. Hat den Nachteil, ihr müsst die Schienen dann einfach komplett akkurat auf dieselbe Höhe platzieren. Also wenn ihr eine Steigung habt, ein Gefälle habt, eine seitliche Neigung habt, da habt ihr dann ganz schön zu tun mit. So wie es aktuell ist, macht ihr halt einfach das Straßenpoli einmal und daran richtet ihr dann die Gleise aus. Ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, wie man es macht. Ja, irgendwas ist immer. Natürlich. Sky schreibt noch, ist euch schon aufgefallen, dass beim Runterlassen der Sonnenrolle der Hintergrund schliert? Ich hoffe, das bekommt ihr auch noch hin. Ja. Also aufgefallen, ja. Eine Lösung noch nicht, nein. Steht auf der Liste, quasi. Ja, aber ziemlich weit hinten leider. Ja, ich glaube, die Physik hat jetzt wirklich erstmal absoluten Vorrang mit dem Sound zusammen. Alles andere kann man sicherlich im Nachhinein dann noch machen. Ja, richtig. Das Kratzer an der Scheibe, Simplay. Ich hatte ja... Big Bamahut schreibt, ich hatte ja bei TikTok gesehen, dass man den Urbanbus aufladen könnte. Allerdings habe ich es gestern mal geschaut und bei mir bleibt dieser Arm unten. Und daher meine Frage, ab wann kann man und vor allem wo die E-Busse aufladen? Okay, sehr gutes
Vielleicht kannst du gleich nochmal in einer Sekunde, ich zeige dir das gleich mal. Und zwar gehen wir mal auf Berlin. Schnell. Du sagst, wenn ich wieder umschalten kann. Ja. Lass mich mal ganz kurz noch die Linie einstellen hier. Wir wollen nicht zu viel zeigen. Danke dir für dein Abo, Big Bahamut. Nebel gibt es dann heute Abend dafür in unserer Radiosendung ab 19 Uhr mit XP und René auf dem gleichen Kanal hier. Gibt es ein bisschen nette Musik und Unterhaltung um die Ohren geschmissen. Kommt gerne zurück und dafür kriegst du dann dein Nebel. So, kannst mich mit reinpacken. Bis drauf. Super. Also, ich glaube, das habt ihr alle schon gesehen. Ihr könnt euch halt umschalten, hier die Dachaufbauten, und wenn ihr dann den Lader habt, dann könnt ihr den Bus natürlich auch laden. Und wenn wir jetzt in Berlin an der, sehr schön abgestürzt. Oha. Passiert. Natürlich. Vorführeffekt haben wir heute auch eine ganze Menge gerade irgendwie. Marc schreibt nochmal, das Schöne an der Bus ist die Einstellbarkeit. Das war immer ein Drama für Busbauer, bis die richtige Position für die Einstellung der Fahrcams hatten. Das ist wirklich wohltuend gut gelöst. Das freut mich, ja. Genau. Simblade schreibt, genau, das ist doch so geil an der Bus, dass du alles machen kannst. Ja, wir geben euch schon sehr, sehr viele Möglichkeiten selbst, hier und da ein bisschen rumzuschrauben und zu werkeln. Ich wüsste jetzt nicht, was Vergleichbares, welcher Entwickler das auch macht, anbietet. Du bist da viel länger in der Materie drin wie ich. Ich glaube, es ist eigentlich völlig egal, wer da was macht oder nicht. Wir wollen ja auch so ein kleines bisschen uns auf unser Spiel konzentrieren und nicht kopieren. Mein Berlin will gerade überhaupt nicht starten. Dann hätte ich hier noch was für dich. Ich fände es übrigens schön, wenn es noch mehr Kameraperspektiven für den Innenraum gäbe. Ja, könnte man wirklich machen. Kannst dich ja vielleicht mal auf Discord melden mit so ein paar Screenshots, wo du die Position haben möchtest. Und dann gucke ich mir das einfach mal an. Muss natürlich auch sinnvoll sein. Ja, also jetzt nicht bitte 100 Stück oder so, sondern vielleicht so 5 schön gewählte, sinnvolle. Marc schreibt auch noch, seit dem letzten Update gibt es Force Feedback bei mir am Lenkrad. Das gab es eigentlich auch schon eine ganze Weile vorher. Also, Kann man auch mit Controller den Bus steuern und mit Tastatur die Türen öffnen, also quasi zweitgleisig fahren? Ja, geht auch. Und zwar über das Cross-Selector-Menü. Können wir uns auch gleich mal angucken. Wenn es denn lädt. Nee, ich glaube, wir haben keine Chance, nach Berlin zu kommen heute. Will nicht mehr. Will nicht mehr. Einmal versuche ich es noch. Simple fragt, ich habe mal eine Frage, kann man ausstellen, dass wenn die Tür zugeht, die Kamera nicht geradeaus geht? Du möchtest quasi, dass die Kamera in der Position bleibt, wie du sie gedreht hast. Wenn ich das richtig verstehe. So. Flammherz schreibt, das ist doch schon drin, oder willst du die Kamera, oder willst du, dass die Kamera zur Tür geht, aber nicht zurück? Schreibt Simple, ja. Ja, ist gut. Ja. Also im Prinzip, du kannst es anschalten, dann macht es das automatisch, oder du schaltest es aus, dann musst du es komplett selber machen. Aber halbe geht nicht, nein. Und von Stadtlux kommt nochmal ein schönes Kompliment. Egal ob ein anderes Spiel oder The Bus, für mich zählt nur The Bus. Also alles für The Bus. Danke TML. Danke dir, Stadtlux. Ja. No.
Aber leben und leben lassen. Also andere machen andere Sachen vielleicht besser als wir, da muss man sich gar nicht vor verstecken. Oder machen es anders als wir und vielleicht machen wir auch mal das eine oder andere vielleicht besser. Weiß man nicht. Leben und leben lassen. Ich glaube, so diese links und rechts darf es nichts geben, das finde ich immer ein bisschen, ja. Konkurrenz ist eigentlich auch immer gut. Ja, natürlich. Finde ich so. Also, weil man ist dann bestrebt, anders, besser vielleicht oder ja, gewisse Dinge einfach anders zu machen. Natürlich. Sky fragt nochmal, wo bitte melden? Auf Facebook, habe ich das richtig verstanden? Nee, Discord hattest du gesagt, ne? Discord wäre mir persönlich lieber, sonst landet das wahrscheinlich bei dir, Chefin. Das kann gut sein, ja. Ich leite das aber alles weiter. Super. So ist das nicht. Wir hatten Glück. Ich konnte starten. Also kann ich wieder zurück? Du kannst mal wieder einschalten hier. So. Blaulicht-Fan, ich glaube, wir hatten dich begrüßt. Wenn nicht, tut's mir leid, dann jetzt nochmal einen schönen guten, schreibt auch guten Abend. Hallo Blaulicht-Fan. Wir hatten auch deine Real AI-Mod. Ich glaube, die war von dir, ne? Ja, definitiv. Spencer schreibt auch, The Buzz ist ein super Spiel, vielen Dank dafür. Sind denn eigentlich auch Retro-MAN-Busse möglich, wie ein SL202 oder NL202 aus Berlin? Möglich, definitiv, aber nicht in unserem Plan drin. Also wir versuchen so ein bisschen aktuell, was in Berlin fährt. Wir können nicht alles machen, wir können nicht alle Subunternehmer, die vielleicht noch was auch immer fahren, abbilden. Aber wir versuchen so ein bisschen so, dass die Grundbusse zumindest dann irgendwann komplett zu haben. Da wird natürlich dann nach den Jahren auch wieder was dazukommen, wieder was abwandern. Der Doppeldecker zum Beispiel, der MAN, der Gute, der ist halt ja gar nicht mehr da. Dafür der Alexander Dennis dann. Und ja, so geht die Entwicklung natürlich dann auch weiter. Aber so wirklich ganz alte Fahrzeuge, die sind auch sehr, sehr schwer zu beschaffen irgendwie, sehr, sehr schwer irgendwo mal eine Fahrt mitzumachen. Es gibt natürlich ja, Anbieter von sowas und halt auch so Traditionsbus Geschichten und so weiter. Da könnte man sich ein bisschen erkundigen, aber es ist jetzt nicht ganz weit oben auf unserer Prioritätenliste. Ganz kurz zurück zum Aufladen. Wir fahren unter die Ladesäule und im Display links seht ihr dann gleich ein paar Pfeile und Symbole, wenn ich nah genug dran bin. Und die zeigen euch dann gleich, jetzt geht's los. Das linke, ich sag mal Wi-Fi-Symbol, sagt halt, dass ich an der hinteren Grenze vom Pantographen bin. Ich muss jetzt quasi noch ein Stück vorfahren und ich muss weiter nach links fahren. Das ist quasi der linke Pfeil, der jetzt blinkt. Wenn ich jetzt nach links fahre, müsste der rechte Pfeil mit dazu kommen. Dann stehe ich mittig von links und rechts und jetzt muss ich noch ein Stück vorfahren. Jetzt stehe ich quasi vorne und hinten korrekt, dass der Stromabnehmer sich senken kann. Und das können wir jetzt mal gucken. Das sieht ziemlich gut aus. Und dann kann ich jetzt hier links den Stromabnehmer absenken und dann connectet er sich. Also die Wi-Fi-Symbole nach vorne, nach hinten und die Pfeile links und rechts. Und wenn alle 4 da sind, dann steht ihr richtig. Blotter Louis fragt nochmal kurz, kannst du bitte noch die Cross-Steuerung mit Controller und Tastatur zeigen? Ja, machen wir. Und zwar ist das die X-Taste für die grundlegenden Innenbeleuchtung und die Y-Taste quasi für den Bus an sich. Habe ich jetzt gerade Innenbeleuchtung gesagt, also die ganze Fahrgastbedienung eigentlich. Da könnt ihr Türfreigaben anschalten, Türen direkt aufmachen, Lichter an- und ausschalten und die Y-Taste, wie gesagt, dann halt quasi für den Bus direkt. Scheibenwischer, Sonnenblende. Da ist eigentlich alles drin, was man so für oder
häufig braucht. Licht einschalten. Und das könnt ihr euch dann halt durchschalten über den Controller. Hafeplay ist noch dazugekommen. Schönen guten Tag. Er schreibt, guten Abend. Wurde schon was über die Physik gesagt, beziehungsweise habe ich was verpasst? Ja, schon eine ganze Menge. Aber das ist nicht schlimm, weil du findest das Video ja dann im Nachhinein auch nochmal auf YouTube. Da kannst du dir das sehr gerne nochmal anschauen. Wir haben unter anderem auch heute noch ein paar andere Fragen beantwortet, nicht nur für die Physik, aber wir versuchen natürlich auf alle Fragen einzugehen, auch was die Busse angeht. Da wird sicherlich auch zukünftig nochmal ein SimDev Live geben, wo es direkt nur um die Busse geht, schätze ich mal, Timo. Das ist ja dann auch wieder dein Part. Ja, da hatten wir ja vor einiger Zeit schon eine ganze Menge zugesagt. Da muss jetzt ein bisschen Zeit dazwischen sein, damit wir dann auch mal was zu zeigen haben. So ein Bus ist halt leider auch wirklich nicht in 2 Tagen eingebaut. Aber ja, da können wir sicherlich nochmal drüber sprechen. Ich denke, das war heute wirklich eine Menge Input. Auch für mich Neues dabei, keine Frage. Wir werden natürlich eure Anmerkungen, vielen Dank auch dafür, für euer Feedback, für eure Mithilfe, unser Spiel zu verbessern, unsere Busse realistischer zu gestalten, werden wir alles aufnehmen auf eine Liste. Die große lange Liste erhält dann der Moritz und die wird er dann von oben nach unten ganz fleißig abarbeiten. Genau. Er freut sich schon, ich sehe es. Ja. Wird natürlich nicht binnen 14 Tagen passieren, also die Geduld müsst ihr bitte haben. Es ist ein sehr großes, komplexes Thema. Es sind sehr viele verschiedene einzelne Sachen, worauf Moritz eingehen muss. Aber mit eurer gemeinsamen Zusammenarbeit mit uns, denke ich, sind wir da wirklich auf einem guten Weg. Das denke ich auch, ja. Das TML Radio wird im Hintergrund bestimmt schon wieder verrückt. Was meinst du, Stadtlux? TML Radio? Sky, der Real One bedankt sich nochmal für das Feedback. Ja, wir bedanken uns bei euch. Kann ich den XP bitte mal hier haben? Soll ich tanzen, damit er kommt? Nein, wir würden uns sehr gerne von euch verabschieden. Timo, vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Ja, danke euch. Ich hätte das im Lebtag nicht hinbekommen. Danke dir, Moritz, auch, dass du hier tatkräftig mit dabei warst und mich im Englischen unterstützt hast. Und unsere Couchgäste, danke, dass ihr da wart. Und wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag. Denkt dran, wenn ihr Lust habt, uns heute noch mal zu sehen oder zu hören, ab 19 Uhr sind wir mit unserem Radio TML Flashbase hier auf diesem gleichen Kanal zu finden. Mit Musik und Unterhaltung. Wir haben den XP und den René ab 19 Uhr und ab 21 Uhr dann die Jungen Wilden mit Leon und dem Jo. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.